Wer zu Hause seinen Platz nicht kennt, der wird ihn draußen und in Konflikten auch nicht kennen. Und genau darum wird es in diesem jetzigen Video gehen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Paulina, ausgebildete Kynologin und Mitbegründerin von Vitomalia. Vitomalia ist deine Online-Hundeschule und wir helfen dir und deinem Hund in der Erziehung und im Training. Schau auf jeden Fall auch mal in unserem Experten-Hundeblog vorbei, denn da teilen wir regelmäßig Inhalte mit dir und stellen dir kostenlose Downloads und Trainingspläne zur Verfügung. Also schau auf jeden Fall mal vorbei. Die Hausordnung ist so das Fundament in der Hundeerziehung. Wer also zu Hause schon die Basics nicht schafft oder nicht erfüllen kann, der braucht draußen erst gar nicht anzusetzen, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Du kannst dir das Hund-Mensch-Team ja eigentlich wie so in so einer Firma vorstellen. Das ist wirklich ein Team und dabei ist dein Hund ein Teammitglied und du bist der Teamleiter oder die Teamleiterin. Und die kooperative Zusammenarbeit zwischen dir und deinem Hund, die entsteht erst, wenn jedes Teammitglied weiß, welche Aufgaben es zu erfüllen hat. Deine Aufgabe als Mensch ist es, dass du die Ressourcen verwaltest, sie zuteilst und auch aufteilst, deinem Hund Sicherheit bietest und eben das Teambuilding stärkst, also eigentlich so den Beziehungsaufbau förderst. Und wir starten jetzt direkt auch schon mit der Regel Nummer 1 für deinen Hund zu Hause, und zwar Kernterritorium schaffen. Die meisten Hundemenschen verpassen es schlichtweg schon in der Welpenzeit oder beim Junghund wirklich aktive Ruhephasen einzubauen. Sie verpassen es einfach, diesem Hund beizubringen, wann der Hund zur Ruhe kommen soll und wann er einfach entspannen soll. Und das, was du vielleicht bei einem Welpen recht schnell aufbauen kannst, ja, das hast du einfach beim erwachsenen Hund und musst es viel intensiver aufbauen, denn der Hund hat eine viel bessere Ausdauer, als es ein Welpe hat. Das Problem ist dann halt einfach, dass wenn du deinem Hund aktiv nicht die Ruhe und Entspannung beibringst, dass er dir überall hin folgt, er wird Probleme haben, alleine zu bleiben, er wird alleine Entscheidungen treffen und Räume für sich einnehmen oder auch den Menschen die ganze Zeit hinterherlaufen. Und all das ist für deinen Hund aktive Arbeit und diese aktive Arbeit bedeutet, dass er nicht runterkommen kann. Und wer nicht runterkommen kann, der ist dauergestresst und das wiederum führt eben zu ganz vielen unterschiedlichen gesundheitlichen Problemen, aber auch psychischen Problemen, die das Wohlbefinden von deinem Hund richtig stark mindern. Als Mensch ist es also deine Aufgabe, dass du Entspannung und Ruhe bei deinem Hund aktiv förderst. Wir denken immer ganz oft, unsere Hunde brauchen total viel Action im Alltag. Ja, das kann vielleicht sein, dass wenn du draußen bist, dass du mit deinem Hund viele Aktivitäten machst, aber zu Hause ist Ruhe und Entspannung angesagt. Und das kannst du schaffen, indem du ein Kernterritorium für deinen Hund vorbereitest. Das kann der Hundeplatz sein, den du gemütlich einrichtest. Das kann ein Kennel sein. Du kannst es durch Babygitter irgendwie absperren, so ein kleines Gebiet. Du kannst es auch als Zimmer nutzen, also dass du beispielsweise wirklich so ein ganzes Hundezimmer hast. Das ist total dir überlassen, auch je nachdem, was dein Haus hergibt oder deine Wohnung. Richte das so ein, dass das der Hauptaufenthaltsort von deinem Hund sein wird, wenn ihr zu Hause seid. Besonders gut aufbauen kann man das mit dem Deckentraining. Und da kannst du auch zum Beispiel die nächsten 21 Tage lang deinen Hund wirklich jedes Mal aktiv immer wieder auf diesen Platz schicken, damit er da bleibt und ihn auch da anleinen oder eben mit einem Kennel arbeiten, wo du das durch eine Tür verschließen kannst. Wichtig ist natürlich, dass du den Hund daran gewöhnst. Und wie das Ganze funktioniert, ist auch Teil unserer Grundgehorsam. Du kannst jetzt diesen Ruhebereich nutzen, indem du zum Beispiel deinen Hund jedes Mal dahin schickst, wenn du am Essen bist, solange du zum Beispiel das Futter für deinen Hund zubereitest, wenn du Besuch bekommst, wenn du einen Raum verlässt, damit der Hund dir nicht überall hinfolgt oder in jeder Situation, wo du merkst, dass dein Hund gerade unruhig wird. Also wirklich dieser Ort soll der Entspannungsort und der Eingrenzungsort für deinen Hund sein. Es kann sein, dass dein Hund vielleicht so ein bisschen motzen wird und das total doof finden wird, das ist total normal, aber eben diese Frust auszuhalten, muss dein Hund auch wirklich aktiv lernen. Stichwort Frustrationstoleranz. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt, denn Grenzen bieten Sicherheit und Sicherheit wiederum bietet Entspannung und das ist genau das, was wir möchten. Tipp Nummer 2, Tabuzonen definieren und diese auch durchsetzen. Unsere Hunde leben gemeinsam mit uns in einem Haushalt. Das bedeutet aber nicht, dass sie wirklich auch überall hin müssen, wo wir uns befinden oder auch überall hin dürfen. Das heißt, du kannst ganz bestimmte Tabuzonen definieren und diese auch einführen in der Hausordnung. Und Tabuzonen sind Räume, Bereiche oder auch Objekte,
bei denen der Hund absolut nichts zu suchen hat. Also es kann zum Beispiel sowas sein wie die Küche oder das Sofa, das Bett, das Kinderzimmer oder bestimmtes Spielzeug von deinem Kind etc. Also du musst es nicht nur auf einen Bereich oder einen Raum beschränken, sondern kannst es auch wirklich auf Objekte beschränken. Wichtig ist einfach, dass du diese Tabuzonen wirklich immer konsequent durchsetzt und da nicht mal was durchgehen lässt, einfach weil dein Hund sonst nicht diese Regelmäßigkeit darin versteht. Und ob du Tabuzonen schaffst oder wie viele Tabuzonen du schaffst, das ist völlig dir überlassen. So Tabuzonen kannst du zum Beispiel durchsetzen, indem du dem Hund körperliche Grenzen setzt. Also du kannst ihn zum Beispiel mit einer Hand abwehren, dass er nicht dahin kann, körperlich, indem du dich da vorstellst, das wirklich splittest. Du kannst aber auch deinen Hund am Anfang in der Hausordnung so eine Hausleine anziehen. Das ist so eine Leine, die ja ganz simpel ist, die kannst du einfach an den Hund dran machen, damit dein Hund ja jedes Mal von dir gesteuert werden kann und du nicht deinen Hund, ja, dass du ihn einfach besser handeln kannst. Und damit du so eine Tabuzone umsetzen kannst und damit dein Hund auch ein alternatives Verhalten lernen kann, kannst du eigentlich wieder zu Tipp 1 gehen und den Hund wieder auf die Decke schicken, auf seinen Platz, eben in sein Kernterritorium. Tipp Nummer 3 ist, einen Ruheraum aufzubauen. Bei Tipp Nummer 1 ging es ja darum, dass du ein Kernterritorium schaffst. Und Kernterritorium ist einfach nur ein Hundeplatz oder eben so ein Kennel, wie auch immer. Aber dein Hund nimmt ja aktiv noch am Geschehen teil. Also der kann noch alles wahrnehmen. Und beim Ruheraum ist es so, dass es sich wirklich um einen ganzen Raum handelt. Du kannst die Tür zumachen, der Hund ist nicht mehr wirklich so ganz aktiv dabei und er kann auch lernen, da runterzukommen. Also er ist nicht mehr so betroffen von den ganzen Sachen. Der Vorteil ist von so einem Ruheraum, dass du zum Beispiel auch Besuch empfangen kannst, der Angst vor Hunden hat, der vielleicht Allergien hat, aber du verminderst auch den Stress von deinem Hund. Denn manchmal hast du einfach Besuch bei dir, die sehr impulsiv sind, sehr laut sind oder sonst irgendetwas und das vielleicht nicht verstehen, dass das für deinen Hund zu viel ist. Und da macht es durchaus Sinn, einfach so einen Ruheraum zu etablieren, anstatt eben den Hund mitten im Geschehen zu lassen. Denn nicht alles müssen unsere Hunde wirklich lernen und wir wollen denen ja so viel wie möglich Stress abnehmen können. Gut ist auch so ein Ruheraum beispielsweise, wenn du ein Fest bei dir hast, wenn du zum Beispiel Weihnachtsfest bei dir feierst oder viele Leute eingeladen hast, dass der Hund da nicht in diesen Stress verfällt und dann bringst du ihn einfach in diesen Ruheraum. In dem Ruheraum sollte wirklich auch das Hundebett sein, also der Platz, wo der Hund sich hinlegen kann. Es sollte aber auch immer Wasser zur Verfügung stehen, also auch eine ganz wichtige Ressource von deinem Hund. Das ist einfach der Unterschied zwischen dem Hundeplatz, wo die Ressource einfach auf ihrem eigenen Platz ist, oder da, wo du es aktiv hinbringst. Und Tipp Nummer 4 ist es, die Fütterung einzuteilen. Eigentlich was total Banales, aber doch so wichtig. Denn Futter ist die wichtigste Ressource für unsere Hunde überhaupt. Und wenn wir die Futterressource nicht richtig einteilen, kann das richtig zu Problemverhalten führen. Beispiel, wenn dein Hund ständig Futter zur Verfügung hat und du nicht einfach den Futternapf wegnimmst, wenn er aufgehört hat zu fressen, oder du denkst, oh ja, mein Hund soll sich das selber einteilen können, dann wird dein Hund dieses Problem haben, dass er immer das Gefühl hat, oh, ich muss mein Futter hier verteidigen, weil da ist noch was übrig. Und das kann zum Beispiel zu ganz vielen unterschiedlichen Problemen führen. Dein Hund wird gestresst sein, indem Besuch kommt und dann wird er bellen und sagen so, hey, ich muss hier mein Futter verteidigen. Oder wenn er irgendetwas generell draußen hört, er wird immer das Gefühl haben, hey, ich weiß ja, da ist Futter und es ist mein Futter und ich muss auf dieses Futter aufpassen. Das heißt, wenn du da immer was zur Verfügung stehen hast für deinen Hund, dann tust du dem Hund weder körperlich noch seelisch etwas Gutes. Außerdem ist es nicht wirklich sinnvoll, das Futter immer zur Verfügung stehen zu haben für deinen Hund, denn wenn du mit deinem Hund über eine Futtermotivation arbeitest, also Futter als Bestätigung nutzt, dann ist es nicht wirklich hilfreich, wenn dein Hund sich denkt, ja, ich habe eh immer Futter, was soll ich jetzt damit? Das macht gar keinen Sinn und es macht aber durchaus Sinn, ab und zu mal mit Futter zu arbeiten, gerade wenn du neues Verhalten aufbaust, wenn du sehr zielgenau belohnen möchtest oder verstärken möchtest deinen Hund, da ist Futter doch schon sehr, sehr hilfreich und teilweise auch besser als andere Belohnungsarten. Ein gesunder und ausgewachsener Hund benötigt so circa 2-mal täglich Futter. Wenn du so einen Hund hast, der Magenprobleme hat oder zur Magenübersäuerung tendiert, dann kannst du auch noch eine 3. Mahlzeit oder einfach wie so einen Mittagssnack noch mit einbauen. Aber du musst nicht ständig Futter zur Verfügung stehen haben.
Und ganz wichtig, einmal täglich zu füttern könnte auch wieder zu Stress führen. Also versuche es wirklich auf morgens und abends aufzuteilen und bei Bedarf eben nochmal am Mittag noch was zur Verfügung zu stellen. Wenn du dann merkst, dass dein Hund gefressen hat und immer noch was im Napf ist, dann kannst du diesen Napf einfach wegstellen. Falls dir das Herz sehr blutet, kannst du auch noch mal kurz dann noch mal den Napf zur Verfügung stellen, nach einigen Minuten, nach einigen Stunden und schauen, ob der Hund vielleicht jetzt fressen möchte und dann wieder wegstellen. Wenn du merkst, dass das wirklich häufig passiert, dann kannst du dir zunächst einmal die Frage stellen, mag mein Hund das Futter überhaupt, das ich zur Verfügung stelle? Oder aber du sprichst mal mit deinem Tierarzt, ob da nicht noch ein anderes Problem ist. Und bau die Fütterung auch ruhig mal als so ein kleines Ritual auf, indem du erst so einen Blickkontakt förderst oder dass dein Hund sich kurz zurücknimmt, also dass da auch die Impulskontrolle gefördert wird, dass der Hund dann in Ruhe fressen kann, also versuch da nicht dem Hund irgendwas wegzunehmen oder noch während er frisst irgendwie Impulskontrolle zu üben, das ist totaler Bullshit, sondern lass ihn dann in Ruhe fressen, er soll wirklich so fressen, wie er möchte. Und dann im Nachhinein kannst du dann nochmal so ein kleines Kuschelritual einbauen. Das macht total Sinn, denn immer dieser Ablauf fördert auch eure Bindung. So, und jetzt Frage an dich. Hast du auch sowas wie eine Hausordnung und welche Regeln zählen bei dir unter Hausordnung? Schreib uns das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, da sind wir total gespannt drauf, was ihr für Regeln im Haushalt etabliert habt. Und falls dir das noch nicht reicht, kannst du gerne mal in unseren Expertenblog vorbeischauen zu diesem Thema. Da stellen wir dir noch ein kostenloses Freebie zur Verfügung, da kannst du nämlich eine Checkliste für die Hundeeinrichtung downloaden. Also schau auf jeden Fall mal vorbei, da haben wir auch noch mal ein bisschen das Thema genauer beschrieben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, uns einen Daumen hoch zu geben und diesen Kanal zu abonnieren. Zusätzlich kannst du dich auch noch in die Liste eintragen, in die Mailingliste für unseren Experten-Hundeblog, denn da beschreiben wir die Themen nochmal sehr viel ausführlicher und wir stellen dir kostenlose Inhalte zur Verfügung. Also schau auf jeden Fall mal vorbei. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Mach's gut, tschüss!